Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Video wird ein bisschen anders werden, denn ich werde heute so ein paar erste Eindrücke zu der neuen Hautpflege von Isana mit euch teilen. Eigentlich bin ich keine Person, die regelmäßig First Impression Videos macht, aber da ich das ein oder andere Produkt bereits getestet habe, weil Rossmann mir ein riesig großes Paket geschickt hat, dachte ich, ich teile einfach meine ersten Eindrücke mit euch und sage auch so ein bisschen was zu den anderen Produkten, was ich davon halte, wie sie formuliert sind und so weiter und so fort. Eigentlich hatte ich ja auch vor, mir das ein oder andere Produkt selbst zu kaufen, weil ich euch ja auch auf Instagram und hier auf YouTube, glaube ich, 3 Produkte gezeigt habe, die ich besonders interessant fand. Aber Rossmann ist mir zuvor gekommen und hat mir dieses riesige Paket mit allen Hautpflegeprodukten geschickt. Ich muss auch echt sagen, dass mich das erschlagen hat, auch wenn ich extrem dankbar dafür bin, dass ich nicht mein eigenes Geld dafür ausgeben muss. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig viel und deswegen werde ich auch einiges an Zeit benötigen, um die Produkte wirklich längerfristig zu testen und euch dann ja, eine Review dazu abzugeben, die wahrscheinlich aussagekräftiger ist im Vergleich zu dem, was ich jetzt tun werde. Deshalb schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Produkte euch besonders interessieren, damit ich das auch so ein bisschen für mich eingrenzen kann. Ich würde mal mit dem Isana Reinigungsschaum anfangen, der 1,5% AHA enthält. Und hier ist es tatsächlich so, dass das kein neuer Launch ist, sondern dass hier einfach das Design geändert wurde. Und zwar sah der vorher nämlich so aus. Also das hier, die alte Verpackung, das hier ist die neue. Das wurde wahrscheinlich einfach an das ganze Sortiment oder an diesen neuen Wust an Hautpflege angepasst, damit das so ein bisschen schicker aussieht und auch zueinander passt. Ich persönlich finde das neue Design deutlich besser, ein bisschen eleganter, ein bisschen edler, minimalistischer. Deswegen, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber da ich den alten Reinigungsschaum auch bereits kenne, muss ich sagen, ist das kein Produkt, das ich mir persönlich gekauft hätte, weil ich den viel zu harsch auf der Haut fand. Also der war sehr austrocknend, aber die Reinigungsleistung war die eines Reinigungsschaums. Das heißt, Make-up hat man damit nicht runterbekommen und dementsprechend war das für mich persönlich auch nie ein Nachkaufkandidat, weil er einfach zu austrocknend für meine Haut ist. Und was ich auch dazu erwähnen möchte, ist, dass die 1,5% AHA in dem Produkt nicht wirklich einen peelenden Effekt haben werden. Deshalb solltet ihr euch davon nicht zu viel versprechen. Ein Reiniger, der neu rausgekommen ist, ist der Isana AHA PHA Cleanser. Dieser kommt einfach als Waschgel daher und erinnert mich so ein bisschen auch an diesen AHA PHA Cleanser von Balea, den ich persönlich nicht so gerne mochte, weil er auf meiner Haut sehr austrocknend war. Ich habe eine eher fettarme Haut und musste auch so ein bisschen schauen, was für Tensidreiniger ich verwende. Und deswegen ist das auch so ein Produkt, was mich persönlich nicht sonderlich reizt, zumal die PHA-Konzentration, aber auch die AHA-Konzentration mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen peelenden Effekt haben wird. Hier ist, soweit ich weiß, Gluconolacton enthalten. Wartet mal. Ja, hier ist Gluconolacton drin, also das ist sozusagen die beworbene PHA. Und Gluconolacton ist einer meiner absolut liebsten Inhaltsstoffe, aber ich wertschätze Gluconolacton vor allem in Leave-On-Produkten, also Produkten, die auf der Haut bleiben. Denn in dieser Konzentration von 2% kann Gluconolacton unter anderem antioxidativ wirken und kann feuchtigkeitsbindend wirken, aber um einen peelenden Effekt zu erreichen, müsste es theoretisch eine höhere Konzentration aufweisen. Deswegen weiß ich nicht so recht, was ich von diesem Produkt halten soll. Also es ist ein mild formuliertes Waschgel, muss man dazu sagen. Hier sind auch hauptsächlich Zuckertenside enthalten. Es ist auch ein Betain drin. Das sind alles sehr hautfreundliche Tenside. Aber ich persönlich würde mir das Waschgel nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung kaufen, dass es einen peelenden Effekt hat. Ein Produkt, das ich bereits seit einer Woche teste, ist das neue Isana Overnight Moisture Serum mit 5% Niacinamid und 5% Glycerin, weil ich ein riesengroßer Fan von Niacinamid bin, vor allem in solch sinnvollen Konzentrationen, die eben nicht
noch zusätzlich ein Irritationspotenzial darstellen. Und bereits in dieser Konzentration kann Niacinamid talgregulierend wirken, feuchtigkeitsbindend wirken, kann Pickel vorbeugen und eben auch hilfreich bei Hyperpigmentierung sein. Und deshalb würde ich dieses Produkt auch Einsteigern bzw. Einsteigerinnen weiterempfehlen. Und das enthaltene Glycerin hat eben auch noch einen feuchtigkeitsbindenden Effekt und Glycerin ist sowieso eins der besten Feuchthaltemittel ever. Der einzige Kritikpunkt, den ich hierzu äußern muss, ist die Klebrigkeit. Ich persönlich finde sie noch gerade so aushaltbar, aber nur, wenn ich so ein paar Tricks anwende. Also wenn ich vorher meine Haut anfeuchte, zum Beispiel mit einem Gesichtswasser und mir was von diesem Serum in die Handinnenfläche gebe und vorher noch ein paar Tröpfchen Öl hinzufüge, das vermische und das direkt auf die noch feuchte Haut auftrage, dann kann ich der Klebrigkeit ganz gut entgegenwirken. Aber ich wünschte natürlich, dieses Produkt wäre deutlich weniger klebrig, dann hätte ich absolut gar keine Kritik dazu zu äußern. Das Serum mit 15% Glycerin und Aminosäuren habe ich auch bereits getestet, aber möchte es nicht weiter verwenden, denn es ist ja genau das eingetroffen, was ich ja auch bereits in meinem Instagram-Video und auch in meinem kleinen YouTube-Shorts angesprochen habe. Diese Konzentration an Glycerin kann halt nicht nur dazu beitragen, dass das Irritationspotenzial eines Produkts erhöht wird, weil Glycerin eben penetrationsfördernd wirken kann. Das heißt, es ist dann auch so ein bisschen wichtig, auf die Gesamtformulierung des Produkts zu schauen, falls man eine super empfindliche Haut haben sollte. Und in dieser Konzentration kann Glycerin halt extrem zur Klebrigkeit eines Produkts beitragen. Und das ist hier leider genauso eingetroffen. Ich finde das Produkt einfach übermäßig klebrig und sehr filmbildend, was ich persönlich einfach überhaupt nicht mag. Klar gibt es Produkte, wo ich das irgendwie noch eindämmen kann, aber hier absolut keine Chance. Ich finde es viel zu klebrig und unangenehm auf der Haut. Mal davon abgesehen, dass natürlich Glycerin ein toller feuchtigkeitsbindender Inhaltsstoff ist und dass Glycerin sogar in hohen Konzentrationen sehr gut verträglich ist und die enthaltenen Aminosäuren auch einen feuchtigkeitsbindenden Effekt aufweisen. Aber es ist mir einfach zu klebrig und zu unkomfortabel auf der Haut. Deswegen werde ich es höchstwahrscheinlich an irgendwen weitergeben, weil ich da jetzt auch keinen großartigen Sinn darin sehe, das als Booster für andere Produkte zu verwenden, weil fast jedes Produkt, das ich verwende, einfach Glycerin enthält. Dann mache ich mal weiter mit einem alten Bekannten und zwar dem Isana Balance Serum mit 5% Panthenol und Squalan. Und hier hat das Produkt einfach nur einen neuen Anstrich bekommen. Das heißt, falls ihr das alte Balance Serum vermissen solltet oder falls ihr es sehr gerne mögt, dann werdet ihr das selbstverständlich auch mögen. Das hat genau die gleiche Formulierung und hat einfach nur eine neue Verpackung bekommen. Die Isana Ceramide Cream habe ich auch bereits ausprobiert und muss sagen, dass ich sie für Drogerieverhältnisse gar nicht mal so schlecht finde. Sie ist weder zu fettig noch zu leicht, lässt sich gut auf der Haut verteilen und wird sicherlich zu vielen Hauttypen bzw. Hautzuständen passen. Hier ist reizlinderndes Panthenol enthalten und auch das namensgebende Ceramid NP, welches barrierestärkend wirken kann. Das Isana AHA und BHA Peeling Konzentrat hat auch ein neues Design erhalten und die Formulierung ist genau die gleiche geblieben. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht nochmal ausprobieren. Ich habe bereits Content dazu erstellt und verlinke euch die entsprechenden Videos oder aber auch Instagram- und Blogbeiträge unten in der Infobox. Auch der Isana Liquid Moisturizer erstrahlt in neuem Gewand, welches ich persönlich deutlich eleganter, schöner und minimalistischer finde. An der Formulierung hat sich wie bei den vorherigen Produkten nichts geändert. Deshalb verlinke ich euch unten einfach mein Video dazu. Das Acelain-Serum habe ich auch bereits ausprobiert, weil ich einfach super gespannt auf die Textur war. Denn hier ist tatsächlich reine Acelainsäure enthalten und die ist gar nicht mal so einfach zu verarbeiten. Aber man muss auch dazu sagen, dass das keine sonderlich hohe Konzentration ist. Nichtsdestotrotz finde ich hier den Tragekomfort im Vergleich zu den von mir bereits getesteten Produkten deutlich angenehm. Also es ist deutlich weniger klebrig und ja, fühlt sich einfach angenehm, samtig und leicht auf der Haut an. Aber
Ich erhoffe mir von den 3% Acelainsäure keinesfalls, dass das Ganze bei Hyperpigmentierung hilft, also zum Beispiel bei Pickelmalen, denn dafür benötigt es eine deutlich höhere Konzentration an Acelainsäure, aber in dieser Konzentration könnte die Acelainsäure durchaus Pickel vorbeugen. Ein Produkt, das ich auch auf jeden Fall ausprobieren werde, ist das Bakuchiol Serum mit 0,5% Bakuchiol und 0,1% Retinol. In dieser Konzentration kann Bakuchiol eben auch eine gewisse Wirkung entfalten. Also man sagt, dass die Konzentration von Bakuchiol in einem Produkt am besten zwischen 0,5 und 1% betragen sollte. Deswegen finde ich das gut, dass man sich für diese Konzentration entschieden hat. Und Bakuchiol ist auch tatsächlich einer meiner liebsten Inhaltsstoffe, weil er so verträglich ist, antioxidativ wirken kann, Entzündungen vorbeugen kann und auch bei Hyperpigmentierung hilfreich sein kann. Aber dieses Produkt ist eher was für fortgeschrittenere Personen, also Leute, die sich bereits mit Retinoiden auskennen, weil die Konzentration an Retinol doch schon relativ hoch ist, beziehungsweise höher, als ich sie für Einsteiger bzw. Einsteigerinnen empfehlen würde. Und dadurch ist das Produkt auch für Schwangere bzw. Stillende nicht geeignet. Also zumindest steht das auch extra als Hinweis drauf, was ich persönlich richtig gut finde, weil man ja, wenn man schwanger ist, einfach mit Retinoiden so ein bisschen aufpassen muss. Allgemein sind die Hinweise sehr übersichtlich gehalten. Man kann sie gut lesen. Also auf allen Produkten, wo Hinweise nötig sind, zum Beispiel zum UV-Schutz, findet man diese auch, was ich persönlich richtig gut finde. Und ich freue mich einfach darauf, dieses Produkt auszuprobieren und zu schauen, wie meine Haut damit zurechtkommt. Denn normalerweise ist sie kein großer Fan von Retinol. Das hier sind 3 Produkte, die mich persönlich nicht so sehr interessieren. Und zwar einmal das Isana 10% Niacinamid Serum. Ich kann mit 10% Niacinamid nicht sonderlich viel anfangen. Ich kann es halt höchstens als Booster benutzen. Das heißt, es mit anderen Produkten vermengen, die jetzt vielleicht keine hohen Konzentrationen an Actives enthalten und das Produkt so nutzen, weil meine Haut mit so hohen Niacinamid-Konzentrationen nicht so gut zurechtkommt. Ein weiteres Produkt, das mich nicht interessiert, ist das Peptid-Serum, weil ich bisher bei Peptiden jetzt keinen großartigen Effekt auf meine Haut feststellen konnte. Ein Produkt, das mich auch nicht sonderlich interessiert, ist das Isana Retinol-Konzentrat mit 0,3% Retinol-Sternchen. Ich liebe ja solche kleinen Sternchen. Und da steht nämlich auch dazu, dass das eingesetzte Retinylpalmitat, das heißt, hier ist kein Retinol drin, sondern Retinylpalmitat, 0,3% Retinol entspricht. Aber Retinylpalmitat ist chemisch gesehen ein anderer Stoff als Retinol, deswegen weiß ich nicht so genau, wo diese ganzen Sternchen überhaupt hinführen sollen. Ich persönlich finde das fragwürdig, fand ich schon damals bei diesem Balea Beauty Expert Produkt total fragwürdig. Da haben die das ja, glaube ich, ähnlich gemacht. Deswegen bin ich persönlich kein großer Fan von. Und was mir auch aufgefallen ist, hier steht parfümfrei drauf, aber in der Inhaltsstoffliste findet sich ganz eindeutig Parfüm im Produkt. Ich meine, ich kann das ja auch mal aufmachen und daran riechen. Vielleicht ist ja hier auch einfach ein Fehler passiert beim Drucken oder beim Deklarieren der Inhaltsstoffe. Ich kann ja einfach mal reinschnüffeln und euch Feedback geben. Oh Gott. Also es riecht parfümiert. Es riecht extrem blumig. Von daher, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber laut Inhaltsstoffliste ist in dem Produkt Parfum enthalten. Und das riecht auch genauso. Voiceover Shenya hier. Ich habe Rossmann natürlich Bescheid gegeben, dass mir diese falsche Kennzeichnung bei den Ampullen aufgefallen ist. Hierzu habe ich leider noch keine Antwort erhalten, aber es kann durchaus sein, dass Rossmann das bereits weiß oder dass denen das bereits aufgefallen ist und sie das Produkt entsprechend abgeändert haben oder ich vielleicht sogar eine
Version erhalten habe, die einfach falsch gekennzeichnet ist. Solche Sachen passieren ja auch. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die Ampullen weder im Online-Shop noch in meiner Rossmann-Filiale bisher entdecken konnte. Das heißt, es kann, wie gesagt, sein, dass das Produkt noch angepasst wurde, was eben die Verpackung angeht oder die Inhaltsstoffe betrifft. Da müsstet ihr auf jeden Fall selbst nochmal nachschauen, wenn ihr in der Filiale seid, ob das alles passt und auch richtig gekennzeichnet ist. Und falls ich dazu noch irgendwelche Informationen erhalten sollte, dann gebe ich euch selbstverständlich Bescheid. Bevor ich es vergesse, ich habe natürlich auch das Well-Age Tagesfluid ausprobiert, das einen Lichtschutzfaktor von 30 aufweisen soll. Ich habe das Produkt jetzt bereits einige Male in der korrekten Menge von 1 Gramm aufgetragen, denn das ist die Menge, die man benutzen muss, um den ausgelobten Schutz zu erhalten. Und muss sagen, dass es sich ohne Probleme verteilen ließ, dass es nicht bremsig war und auch angenehm auf der Haut. Aber wenn man die benötigte Menge nutzt, dann sieht man aus wie ein glasierter Donut. Also es ist sehr ölig, sehr fettig, sehr glänzend und es geht halt auch nicht weg. Ich habe eine fettarme Haut, die ein bisschen was aufnimmt, aber der Glanz bleibt halt trotzdem. Deswegen Obacht, falls ihr das nicht mögt, falls ihr dieses fettig glänzende nicht so feiern solltet, dann ist dieses Produkt für euch höchstwahrscheinlich nicht geeignet, vor allem wenn ihr den deklarierten Schutz erreichen wollt. Aber was ich richtig cool finde, ist, dass Isana dieses Fluid in einen Pumpspender gepackt hat, denn dadurch lässt sich das Ganze besser dosieren und man hat auch die benötigte Auftragsmenge besser im Blick. Ich glaube, das war's mit den Produkten. Ich hoffe zumindest, dass ich nichts vergessen habe. Und ich freue mich natürlich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, die Sachen zu testen, ohne mein eigenes Geld dafür auszugeben. Aber es ist natürlich viel, es kann überwältigend sein, all diese Produkte irgendwie einzuschätzen und zu testen. Deswegen mache ich das und ihr könnt dann natürlich selber entscheiden, welches davon für euch geeignet ist oder welches davon ihr euch zulegen möchtet. Also macht euch da am besten erstmal keine Platte darüber. Ich teste das für euch und gebe euch natürlich dann später längerfristiges Feedback dazu. Ich will an der Stelle auch nochmal sagen, dass das alles kosten- und bedingungslose PR-Samples sind. Also ich wurde jetzt nicht dazu gezwungen, dieses Video zu machen. Ich werde auch nicht dafür bezahlt, dieses Video zu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welches Produkt ihr euch am meisten freut, ob ihr irgendetwas davon bereits getestet habt. Teilt einfach auch eure Erfahrungen mit der Community, denn nur so kann man sich gegenseitig bei einer informierten Kaufentscheidung helfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!